Hallo und liebe Grüße nach Hause. Das ist Ute und ich bin Björn. Wir haben uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, um die Welt zu reisen, auch wenn man nicht viel Geld verdient und zudem noch mit einigen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat? Da wir zu stur waren für ein Nein, wurden Gleise zu Weichen und Türen öffneten sich. Im Mai 2019 brachen wir auf, um für mindestens ein Jahr um die Welt zu reisen, runter vom Gleisbett, querfeldein. Jetzt sind wir schon fast 4 Jahre in selbst ausgebauten Vans und mit dem Rucksack unterwegs und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Ganz nebenbei entdecken wir neue Freunde, Tiere, Kulturen, Essen, Pflanzen und Perspektiven. Wir staunen, fragen und versuchen zu verstehen, aber wir verzweifeln auch, wir schämen uns, sind begeistert, erschöpft, wir lieben, wir sind zu Tränen gerührt, nehmen Abschied und sind wieder auf dem Weg. Wie lange noch? Naja, nur noch um die nächste Ecke. Hold that tiger, 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 hold that tiger. Mulbos bekannt für seine Sardinenscheiben. Wir sind hier nicht nur mit Millionen von Sardinen wenige Meter vor der Küste geflogen, sondern auch mit großen Meeresschwellen. Auch wenn der Ort inzwischen ziemlich zugebaut ist und es eigentlich kaum Strände gibt, war es ein schöner Aufenthalt. Ein paar nette Restaurants, ein paar Cafés, vieles überteuert, aber dennoch schön. Das Gute ist, du brauchst keine Strandgebühr bezahlen und du kannst einfach schnorcheln ohne Tour. Du kannst einfach in das Wasser springen und 10 bis 20 Meter vor der Küste triffst du auf dieser Insel. Alleine bist du hier natürlich nicht. Um den Strand herum und die gesamte Gegend ist eine große Tourismusindustrie entstanden. Entsprechend gibt es auch nicht viel mehr über Mulbo zu erzählen. Es gibt ein paar nette Cafés und den Strand. Wir haben gerade Männchen geübt, jetzt macht er gleich Rolle rückwärts. Soll ich zeigen? Ja. Komm, Rolle rückwärts. Komm. Rolle rückwärts. Kann ich auch. Wo geht's hin? In die Stadt. Wir warten hier seit 40 Minuten oder so, weil die uns unbedingt mit diesen Dingern da fahren wollen, dafür freche Preise verlangen. Ja, für 4 Kilometer 200. Da haben wir GP-Treiber schon angeschrieben worden, weil er uns mitnimmt. Aber ist das eine ganz normale Linie, die einfach nur geradeaus hört.
billiger sind wir. Wir sind so billig. Ja, ohne Budget. Budget? Wir sterben wegen Abgasen. Ja, Alter, ganz viele Abgase. Nachdem wir uns vorher mit den Philippinen sehr schwer getan haben und der Mentalität, sind wir in Dumaguete, und das wird genauso ausgesprochen, zum ersten Mal richtig angekommen. The City of Gentle People war in diesem Fall tatsächlich mal kein Werbespruch. Die Menschen waren ganz anders, freundlich, total offen, wir wurden angelächelt. Vielleicht lag es daran, dass hier kaum Touristen sind. Wir haben ganz wenige gesehen, die meisten gehen nur von einem Pier zum anderen, um nach Siquijor zu fahren. Die ganze Stadt beginnt abends am Boulevard zu leben. Es war einfach wunderschön. In einem Park baute abends eine Band auf. Die Einheimischen schwangen das Tanzbein. Das findet wohl jeden Samstag statt. Auch wir waren dabei. Die Regale sind so hoch wie ich. Das heißt, ich komme überall ran. Ich muss nicht diesen machen, wie sonst überall in den Supermärkten. Toll ist das hier. Philippinen. Gute Nachrichten aus dem Land der Zwerge. Heute mal in einer christlichen Kantine essen. Lecker und günstig. Toll, und direkt am Hafen. Und nicht Fastfood. Und es gibt Pandan-Wackelpudding.
am Pool. Da war ein Mann, der hat ein unmoralisches Angebot gemacht. Bernie, was hast du denn da geholt? Haben wir bestellt. Der ist ein bisschen lang. Das ist kein Food, das ist super long food. Too food. Oh mein Gott. Wer hat sich denn jetzt 2 Cheeseburger und eine super long Order bestellt? Banana Bread. 2 Kekse, ein Teilchen, ein Banana Bread für 16. Das sind 25 Cent. Au. Wir befinden uns hier im berühmten Saint-Rival Café. Einen sehr, sehr berühmten Kuchen. Lecker. Da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Na, wo sind wir? Wir sind im Saint-Rival. Wir haben es geschafft, einen Sitzplatz Für zu die kriegen. guten Leute, für die Leute, die wissen, wo es den guten Kaffee und guten Kuchen gibt. Ja. Weil Ute hat schon entdeckt, es gibt Schwarzwälder Torte. Es gibt Cheesecakes, es gibt sogar Pesto. Lass den Arm gerne nochmal aufdecken. Und das ist wohl ganz bekannt, seit 1977 gibt es hier schon Kuchen und es ist so ein Bild, wo das Ganze hier irgendwie noch so ein Dorf war. Und jetzt ist das richtig berühmt, die Leute kommen aus ganz Philippinen zu diesem Café. Und wir sind drin, wir haben es geschafft. Und hier kostet ein Kaffee Latte 75 statt standardmäßig 120. Ja, ist total günstig in dem Fall für uns. Bin gespannt. Gab eine Waiting-Liste. Ja. Normal tun wir uns sowas ja nicht an, aber Aber es ist so schön auch, also die Räumlichkeiten an sich. Und auch der Kuchen ist der Hammer. da kann man hier schlecht Räumlichkeiten filmen, weil es so voll ist. Ja, heute ist Sonntag nämlich, da ist ganz viel los. Ja, die meisten sind sogar noch in der Kirche, es wird noch schlimmer. Das ist so ein Slice. Das ist der berühmte Kuchen hier. Aha. Ist wie eine Brot eingepackt. Richtig guter Käse. Und das? Kaputt gegangen. Soll ich probieren? Das ist wie so ein... Das ist wie kalter Hund. Ja. Und? Ja. Die Buttercreme ist gut. Dazwischen ist ein bisschen komisch. Da ist irgendwie Buttercreme ist gut. Erdnüsse, die in den Zähnen hängen bleiben. Aber egal, es ist der berühmte Kuchen. Und dann hatten wir die verrückte Idee, uns 2 Stunden mit dem Roller auf dem Weg entlang die Küste zu machen. Dort soll es einen abgelegenen, ganz natürlichen Hafen geben, der von Weltumseglern genutzt wird.
Fahrt war ewig, der Hintern tat weh, aber als wir ankamen, war es wunderschön idyllisch. Es ist kaum etwas los, es gab ein kleines Restaurant auf Stelzen und einige kaputte und sogar versunkene Boote. Ein deutsches Boot sahen wir in der Bucht und ein Katamaran, ansonsten war alles eigentlich unbewohnt. Nach 3 Tagen geht es weiter mit der nächsten Fähre nach Siggihor.